wenn man mich auf Musik anspricht, würde ich mich wahrscheinlich schon als Rapper bezeichnen. Ansonsten bin ich in erster Linie Mensch. Hi. Hi. Willkommen in Andrews Wohnung. Ich bin hier gerade mit Jules aus Hannover. Der ist unser Gast beim Turntable-Tutorial heute. Das ist eine Veranstaltung, die wir alle 2 Wochen machen, bei der ich eigentlich mehr auflege als zu rappen, aber auch ab und zu rappe. Ich höre mir jetzt gerade ein paar Beats von ihm an. Ich habe dann halt überlegt, welcher Beat für einen Song klar gehen würde, den ich jetzt einfach so runterschreiben kann. Ja, das ist meine schöne Schrift, die ich in der Grundschule schon immer so 4 und 5 kassiert habe. Meistens ist auch dann gar nicht mehr so wichtig, was da genau steht, weil wenn ich das rappe ich in meinem Kopf schon so oft. Für mich stehen da schon längst andere Sachen, die ich nur nicht hingeschrieben habe. Er weiß allerdings noch nicht, worüber ich schreibe. Aber ich weiß, wie der Beat klingt. Allerdings schreibe ich über was, worüber wir heute geredet haben. Kindererziehung. Nein. Da steht, meine Zeit auf dieser Erde war geprägt von einer Sache, dass ich Dinge gern beginne und dann einfach sein lasse. Dann kannst du erstmal erklären, was du da überhaupt machst. Man hört viel Vinylplatten, nimmt die dann auf und schneidet die in Stückchen und verteilt die Stückchen auf die Pads und dann spielt man einfach so drauf los, bis es ein Beat wird irgendwie. Ich überlege, ob ich einfach ein Mic anschließen soll. Nein, Mic in. Check. Ich habe halt oft so das Gefühl, ich muss mich irgendwie verteidigen, dass ich was mache. Nicht nur vor anderen, sondern auch vor mir selbst so. Weil die schlimmste Zeit für mich war zum Beispiel, als ich mit der Schule fertig war und nichts zu tun hatte. Irgendwann später habe ich mir überlegt, dass ich so ein krasser Idiot war in dem Moment, weil wenn ich mir selbst erlaubt hätte, mir einzugestehen, dass das Arbeit ist, was ich mache, dann hätte ich intensiv arbeiten können. Ich meine, im Endeffekt ist es Arbeit. Ich habe teilweise so lange an Songs geschrieben und versucht bei Zeilen weiterzukommen, bis ich auch während der Beat lief so eingepennt bin so, und dann wieder aufgewacht so, und weitergeschrieben, wieder eingepennt so. Also so bis zum Umfallen arbeiten sozusagen. Generell mein Lieblingsline überhaupt. Heute schwierige Frage, wie viel Text habe ich schon geschrieben? Ich bin genauso unwichtig wie jeder, eine absolute Besonderheit. Meine Lieblingsline? Ja, ich fand das vor den Anfang von der Skizze schon cool, die du mir geschickt hast. So, wie war's? Ich wünsche mir, dass es jedem gut geht und ich wünschte mir, dass wir jeden Tag so umgehen. Manche wünsche ich mir, dass einfach jeder ein gutes Leben hat und manche wünsche ich mir, diesen Wunsch hätte ich jeden Tag. Und mit dem Einsatz müssen wir mal gucken. Wir machten aus der Zeit. Hör auf den Sound an. Okay, nochmal. Wir machen aus der... Ja? Okay. Wir machen aus der Zeit einen Strudel voller Grausamkeit. Je nachdem, wie komplex der Text technisch ist, so, ist es auch so, dass ich mir die Silbenanzahl oder die verschiedenen Patterns vom Flow vorher schon klar mache. Die Silben müssen jetzt genauso sein, wenn ich jetzt irgendwie 2 Wochen dafür brauche, um genau den Satz zu finden, der das aussagt und der da trotzdem auch reinpasst. Viele Strecken schon gegangen, entdeckten die Facetten wie Äste an einem Stamm, besetzte Blätter, die mit wechselndem Wetter wieder verschwanden. Eigentlich sollte der Song positiver sein. Also ich glaube zum Beispiel Leute, die einfach krasse Frohnaturen sind, würden sich dann auch fragen, okay, was ist eigentlich dein Problem? Was ist denn dein Problem? Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich schon mal einen Schritt weiter. Wir warten auf ein Taxi. Jetzt regnet es wieder ein bisschen, wa? Tetris. Turntable-Tutorial. Da habe ich bei ihm gewohnt und wir waren beide broke. Und dann haben wir eine Veranstaltung gemacht, bei der wir kein Geld verdienen. Übrigens ist Café Wende jetzt. Hier steht Kenji, der auf jeden Fall
sehr gute Beats macht, auch Geige spielt. Habe ich so ungefähr zur gleichen Zeit kennengelernt wie Andrew, also DJ World. Tobi ist auch da, unser Schlagzeuger, der eigentlich unser erster Gast war beim Tutorial. Genieße das Leid, genieße auch die Freude. Was ich heute erzähle, ist das, was ich wollte. Ich mach den Mackie bisschen leiser am Master. Du weißt, was ich sage, es wird ein Desaster. Wer saß da? Noch weiter runter. Ich komm immer klarer über die Boxen, aber jetzt ist es sehr leise. Ich hör's und denke, scheiße. Weil ich selbst das mit irgendeinem Sinn füllen kann. Dadurch ist, glaube ich, Rap auch für mich was mir was bedeutet. Vielen Dank, macht man nochmal Lärm für Wildkorn. Ich bin sehr froh, dass ihr hier wart. Jack. I'm a blue Wildkorn. Mancher wünsche ich mir, dass einfach jeder ein gutes Leben hat. Und mancher wünsche ich mir, diesen Wunsch hätte ich jeden Tag. Vielleicht gab es mal eine Zeit, in der das Regel war. Ich höre den Beat, die Wörter fliegen und ich sehe klar. Rap nicht aus Konkurrenz, sondern aus Freude an der Sache. Selbst enttäuscht Leute spüren, welches Feuer ich entfache. Manchmal heul ich im Schatten, doch ich heuche nicht, wenn ich lache. Augen funkeln wie die Reflexion goldener Smaragde. Jedes Mal, wenn ich diese Gedanken trage, guckt man das Gefühl bekommt, dass ich etwas verstanden habe. Wie das umzusetzen wäre, spannende Frage. Über Verstand sprechen manchmal eine andere Sprache. Und ich peile nicht, was ich sagen will. Ziehe mich zurück und bleibe einfach ein